Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für September und Oktober 2021. Die letzten Wochen waren für mich sehr ereignisreich und so gibt es jede Menge Dinge, von denen ich berichten kann, woran ich gearbeitet habe, welche Projekte ich fertiggestellt habe, was Neues reingekommen ist, wo ich mich überall rumgetrieben habe, ja, und was es sonst so alles gibt an Neuigkeiten rund um den Kanal. Fangen wir mal mit den Dingen an, die sich außerhalb dieser Werkstatt ereignet haben. Anfang September habe ich eine kleine Reise nach Berlin unternommen. Das war jetzt insgesamt das 4. Mal, dass ich in Berlin war. Wollte einfach wieder mal was erleben und mir ein paar hübsche Museen anschauen. Da hat es ja in Berlin wirklich einiges in der Richtung. Da war ich zum Beispiel im Alliiertenmuseum oder Topographie des Terrors, Stasi-Museum, Pergamon-Museum und diese ganzen Dinge habe ich mir angeschaut. Manches davon kannte ich schon, aber weil es einfach so schöne Museen sind, kann man da auch durchaus mal zweimal hinfahren. Ja, besonders interessant fand ich das Haus der Wannsee-Konferenz. Darüber habe ich ja auch ein kleines Video gemacht. Ist natürlich ein schwieriges Thema, aber ich fand den Ort interessant, die Geschichte ist interessant und nachdem ich das ja auch schon in der Vergangenheit über verschiedene Themen zum Beispiel gemacht habe oder auch Orte, dachte ich mir, dass sich das da auch irgendwie anbietet. Und es wurde auch von meinen Zuschauern ganz gut angenommen. War da ein bisschen skeptisch, ob ich das wirklich posten sollte oder auch nicht, nachdem es einfach wirklich ein schwieriges Thema ist. Aber die meisten Leute haben das, glaube ich, sehr zu schätzen gewusst und dafür möchte ich mich auch bedanken. Meine zweite Reise hat mich Mitte Oktober nach Österreich geführt. Und zwar hat dort nach längerer Zwangspause wegen Corona wieder die 13. Internationale Modellbaumesse in Ried stattgefunden. Ich hätte vor 2 Monaten nicht erwartet, dass es stattfindet, aber es hat geklappt und war wirklich eine sensationelle Veranstaltung, wie auch in den vergangenen Jahren. Hohe Qualität, viele nette Besucher, hat auch wieder seine ganzen alten Kumpanen und Freunde dort getroffen, was mich sehr gefreut hat und besonders schön war auch wieder ein paar neue Freunde dort zu gewinnen, wie auf jeder Messe. Man trifft einfach immer neue Leute, mit denen man sich sehr nett unterhält und auch später noch Kontakt hält. Ja, und dafür sind diese Messen meines Erachtens ja auch wichtig, weil schön gebaute Modelle, die kann ich überall sehen, im Internet oder in Zeitschriften. Aber das erstens mal Auge in Auge zu sehen und dann auch sich mit den Leuten zu unterhalten, das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ja, deswegen sind solche Messen für mich so wichtig. Ja, was gibt's zu Ried sonst noch zu sagen? Besucherzahlen lagen an einem Wochenende bei 18.000, also das war ungefähr wie immer. Sie haben nur Getestete, Geimpfte oder Genesene reingelassen. Von dem her habe ich mich da auch ziemlich sicher gefühlt. Gab keine Maskenpflicht, Abstände mussten auch nicht gehalten werden. Ich kann nicht ermessen, ob das ausreicht oder schon zu viel ist als Maßnahme. Bin kein Arzt, aber jetzt so von meinem Gefühl her habe ich mich sicher gefühlt und darum geht es ja eigentlich. Dann ist mir noch aufgefallen, dass relativ wenig Modelle im Wettbewerb waren. Ich weiß nicht genau warum. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt dieses Mal beim Wettbewerb entgegen meiner Gewohnheit nicht mitgemacht. Einfach nur deswegen, weil ich einfach mental irgendwie nicht drauf eingestellt war. Meine Gedanken haben eigentlich nur darum gekreist, ob diese Veranstaltung wirklich stattfindet oder nicht. Und ich habe mich jetzt da mental irgendwie nicht drauf eingestellt gehabt, dass ich dann auch noch was im Wettbewerb habe. Und das war mir eigentlich in dem Moment vollkommen egal. Ich habe mich einfach nur darüber gefreut, dass die Messe auch stattfindet und habe das in vollen Zügen genossen, da war mir der Wettbewerb einfach egal. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass etwas weniger Händler vor Ort waren, was ich auch eigentlich verstehen kann, ist ja auch ein gewisses Risiko, was man da eingeht. Und zusätzlich war es dann auch so, dass die Händler, die da waren, irgendwie auch nicht so viel hatten, was mich wirklich gereizt hätte. Das war ziemlich auffällig, weil normalerweise ist so in Ried, da komme ich immer schwer bepackt nach Hause, aber dieses Mal war es irgendwie nicht so viel. Ich habe nur 4 Sachen gekauft, das möchte ich euch kurz mal zeigen. Hier 3 Figurensätze von Dragon, einmal hier diese aufgesessene Infanterie, das Set
hatte ich schon mal, aber ich finde es ziemlich nützlich. Dann hier die deutsche Marineinfanterie bei Dieppe. Auch dieses Set hatte ich schon mal, aber das habe ich zerpflückt, weil ich die Teile gebraucht habe für was anderes. Und dann hier noch diese Gebirgsjäger in Italien 1944. Ja, fand ich ganz nett, zumal ich zum Thema Gebirgsjäger bisher noch nicht so viel gemacht habe. Und das ist eigentlich eine Schande, weil ich persönlich muss mich da mal outen. Also ich finde Gebirgsjäger wesentlich interessanter als Fallschirmjäger. Also deswegen müsste ich eigentlich mehr mal zum Thema Gebirgsjäger machen. Und dann das vierte hier von Scale 75, hier dieser griechische Hoplite im Maßstab 75 mm. Ist eine schöne Resinfigur, die ist auch, glaube ich, ziemlich neu. Ja, habe ich mitgenommen, weil wirklich sonst gar nichts da war. Also ich habe dieses Mal wirklich mehr Geld für Essen und Bier ausgegeben als für Bausätze und das ist eigentlich schon bedenklich. Ja, ist eine schöne Figur, war ich auch sehr beeindruckt davon und vielleicht werde ich die auch mal in den nächsten Wochen mal detailliert vorstellen in dem Video, weil ich finde, die ist wirklich sehenswert. Ja, und das war es auch schon. Also so jetzt die Ausbeute für mich war jetzt gar nicht so groß, aber das macht auch nichts, weil ich habe eigentlich auch genug im Lager. Also von dem her ist es auch nicht weiter schlimm. Dann haben mich in letzter Zeit auf verschiedenen Wegen und bei verschiedenen Gelegenheiten diverse Spenden erreicht, sowohl fürs Ferienprogramm als auch für mich. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Fangen wir mal mit den Spenden an fürs Ferienprogramm. Da habe ich von dem Verein Guardians of Modeling in Ried eine sehr großzügige und reichhaltige Spende bekommen. Und zwar haben die mir 6 von diesen Itellery Starter Packs gegeben für die Kinder. Das ist natürlich sehr nützlich, weil da auch schon alles dabei ist. Farben, Pinsel, Kleber und so weiter. Kann man immer gut brauchen. Vielen Dank dafür. Das finde ich sehr nett von euch. So eine Unterstützung dann auch aus dem Ausland zu bekommen für hier den Kurs, der ja nur hier in dem Dorf stattfindet. Das finde ich schon enorm. Und weiterhin habe ich dann ebenfalls in Ried von dem Verein, der sich Vienna Painters nennt, auch eine Spende bekommen. Auch mehrere Flugzeugbausätze. Ja, Airfix, Tamiya, Hasegawa. Ja, das sind alles Bausätze, die auf jeden Fall sehr gut ankommen bei den Kindern, weil sie sich ja auch wirklich gut montieren lassen. Vielen Dank dafür, vor allem an den Hendrik, der das eingefädelt hat. Finde ich sehr nett und ja, ist einfach eine tolle Unterstützung. Dann habe ich auch noch einige Spenden von meinen lieben Kollegen vom Plastikmodellbauverein Augsburg bekommen. Den Anfang macht der Heinz. Der hat mir hier 2 Bausätze zukommen lassen und zusätzlich auch noch jede Menge Werkzeug. Das kann ich hier alles gar nicht zeigen. Pinzetten, Messerklingen, Klebstoffe, Schleifpapier, alles Mögliche, also querbeet. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil wir brauchen natürlich auch eine gewisse Werkzeugausstattung für den Kurs. Die Bausätze sind natürlich das Entscheidende, aber das Drumherum ist natürlich auch wichtig. Und deswegen weiß ich das auch sehr zu schätzen. Vielen Dank, Heinz, hast du sehr gut mitgedacht. Dann hat auch mein Kollege, der Michael, einige Bausätze aussortiert aus seinem Fundus. Flugzeuge kommen natürlich immer gut an bei den Kindern und Jugendlichen. Aber auch der Dinosaurier ist bestimmt nicht uninteressant für den einen oder anderen. Ja, schöne Bausätze, perfekt geeignet fürs Ferienprogramm. Und auch an dich, Michael, vielen Dank für deine Spende. Und der dritte im Bunde ist der Patrick. Der hat mir mehrere Bausätze zukommen lassen, von Revell, ICM, Airfix, Hasegawa, Smeer und so weiter. Der Patrick hat auch schon in der Vergangenheit mal eine sehr, sehr große Spende getätigt und jetzt hat er nochmal was gespendet. Das ist wirklich enorm. Also für so eine große Unterstützung und Großzügigkeit, da kann man eigentlich nicht genug danken. Weil bei den Bausätzen sagt er, fehlen ab und zu die Abziehbilder oder so. Aber das ist ja fürs Ferienprogramm völlig unerheblich. Und was hält den Mann jetzt davon ab, die Bausätze irgendwo bei eBay zu verscherbeln? Könnte er noch ein paar Euros verdienen damit. Aber nein, der liebe Patrick leitet das Ganze an mich weiter fürs Ferienprogramm. Und das ist echt super. Vielen Dank, Patrick, für deine tolle Unterstützung. Damit wären die Spenden, die ich von Vereinen bekommen habe,
abgearbeitet und jetzt machen wir weiter mit den Privatpersonen. Also ihr seht, ich habe wirklich viele Spenden bekommen, wenn ich das schon so kategorisieren muss, damit das Ganze wenigstens ein bisschen strukturiert rüberkommt. Da macht den Anfang der Carsten. Der hat mir hier 2 Bausätze zukommen lassen. Einmal den Jagdpanther und dann die La 7. Und damit ich auch ein bisschen was habe, hat er für mich auch noch hier von Hobbyboss den Toldi 1 gespendet. Der weiß nämlich, dass ich diesen Toldi ganz gern mag und ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile mit dem zusammen 4 von denen am Lager. Ja, kann ich irgendwann so eine ganze Toldi Armada bauen. Ja, ich weiß nicht genau, wann ich das machen soll oder ja, wie viele Varianten ich davon baue, aber das wird sich dann irgendwann auch noch ergeben. Also vielen Dank, Carsten, du bist sowieso ein sehr großer Unterstützer meiner Sache und ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Die nächste Spende kommt von Mike. Als das hier auf dem Postweg eingetroffen ist, habe ich so einen leichten Schlaganfall bekommen. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Pakete, alle hummelschwer. Ich hatte keine Ahnung, was da drin ist. Dann mache ich da auf, dann kommen da ungefähr 30 Kilo Bücher raus insgesamt. Bücher und Hefte verschiedenster Art und alles hochinteressant. Geschichtliche Themen, technische Sachen, Modellbau, da war wirklich alles dabei. Und das sind teilweise, soweit ich das sehe, auch wirklich teure und gesuchte Bücher. Also, dass man das einfach so verschenkt, das haut mich echt vom Hocker, weil das sind ja wirklich Werte. Also das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, naja, Altpapier ist alles zerlesen. Nee, also die Sachen sind auch alle neuwertig. Also Mike, du bist echt der Wahnsinn. Also ich bin da echt aus alle Wolken gefallen und ich glaube, ich brauche jetzt auch in nächster Zeit, also auf die nächsten Jahre hin, eigentlich keine Bücher mehr kaufen, weil ich bin jetzt komplett versorgt mit allerlei Publikationen zu den wirklich wichtigen Themen, die mich ja auch interessieren. Also Wahnsinn, Respekt. Kann jetzt auf jeden Fall ein langer Winter werden. Dann habe ich auch genügend Zeit, die ganzen Sachen durchzulesen. Also vielen Dank, Mike. Du bist echt der Hammer. Solche Bücher kann ich echt gut brauchen und ich hätte nie erwartet, dass da so viel kommt. Also wirklich meine größte Anerkennung und mein größter Dank für deine wirklich enorm große Großzügigkeit. Und die letzte Spende kam von der Firma BenQ. Das ist ja ein bekannter Elektronikhersteller und auch Lampenhersteller. Und die haben mir eine ihrer neuen Lampen zugesendet zur Erprobung. Die Lampe ist speziell eben dafür gedacht für Leute, die eben so ein Hobby betreiben, wie wir das machen. Also Leute, die irgendwas löten, irgendwelche Uhrmacher, Modellbauer, Zeichner, Leute, die nähen. Für solche Dinge ist diese Lampe eben ausgelegt, weil sie eben so ein spezielles Lichtspektrum auch hat, was fürs Auge sehr angenehm ist, dass es eben nicht das Auge ermüdet, aber man eben trotzdem das Ganze sauber ausgeleuchtet hat. Finde ich ziemlich beeindruckend, dass so ein großer Hersteller da mich kontaktiert. Finde ich doch enorm. Also BenQ, das dürfte eigentlich jeder kennen. Finde ich ganz interessant. Und ich habe die Lampe jetzt auch in den letzten Wochen schon reichlich ausprobiert und bin ganz zufrieden damit. Sehr angenehmes Licht, wie gesagt, und die leuchtet auch die Werkbank ausreichend aus. Hat auch einen festen Stand, also die kippt auch nicht gleich um. Qualität ist auch ganz in Ordnung, es ist nicht alles Plastik, da ist auch relativ viel Metall dran. Das macht die Lampe auch ein bisschen schwer, also wenn man sie jetzt nicht so viel transportieren möchte, ist es auf jeden Fall geeignet dafür. Man kann an der Lampe auch alles Mögliche einstellen, Helligkeit, Lichttemperatur, Leselicht, Arbeitslicht und so weiter. Da bin ich noch nicht so ganz firm damit, aber das sind alles sehr nützliche Funktionen und jetzt für das Hobby, wie wir es betreiben, sicherlich auch nicht uninteressant. Was ich allerdings feststellen musste, ist, dass jetzt diese Lampe, wenn ich jetzt hier so ein Video machen will, dass sie dann nicht so geeignet ist. Dafür leuchtet sie zu punktuell nur aus. Jeder, der schon mal ein Video gemacht hat, so wie ich das mache,
der weiß, dass einfach Licht das Entscheidende ist und da braucht man wirklich viel Licht aus verschiedenen Richtungen mit so einer gewissen Streuung. Und auch die ganze Werkbank muss eigentlich gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Das kann jetzt die Lampe nicht. Aber so als Arbeitslicht, wenn man jetzt keine Videos macht, was ja die meisten von euch auch nicht tun, nehme ich mal an, meine lieben Zuschauer, ihr baut es ja eher so für euch, ihr habt ja nicht alle Kanäle. Da ist die Lampe auf jeden Fall interessant. Und wenn ihr da mehr Informationen wollt, dann könnt ihr auch in der Videobeschreibung mal den Link besuchen und euch das mal näher anschauen. Vielleicht könnt ihr das ja ganz gut brauchen und könnt euch so eine Lampe zulegen, wenn ihr wollt. Gut, schauen wir uns jetzt an, was ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe an Projekten. Da war jetzt die Ausbeute dieses Mal nicht ganz so groß. Ich habe nur geschafft, diese eine 90 mm Figur von White Models fertigzustellen, die einen römischen Legionär zum Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus darstellt. Im vorherigen Update habt ihr da noch den Rohbau gesehen und ich hatte euch auch schon erklärt, wie ich den Schild verziert habe. Da möchte ich euch hier auch nochmal eine kurze Zusammenfassung davon geben. Also zuerst wird der Schild weiß grundiert und das Motiv druckt man einfach mit einem Farblaserdrucker auf normales Druckerpapier aus, schneidet es passend zu und dann wird der Schild mit einer Acrylpaste bestrichen von Liquitex und darauf platziert man dann eben das Motiv, lässt es trocknen und wenn es dann trocken ist, kann man dann das Papier vorsichtig mit ein bisschen Wasser runterschälen und irgendwann kommt dann das Motiv raus, weil eben dann die Druckerfarbe in dieses Acrylmedium praktisch übergegangen ist. Als ich dann mit der Optik des Schilds zufrieden war, habe ich dann mit der Figur an sich weitergemacht. Da habe ich zuerst alle Hautpartien bemalt, also die Hände und das Gesicht mit Acrylfarben von Life Color. Die haben da ein sehr nützliches Hautfarbenset mit 6 Farben drin, was ich sehr gern verwende. Und damit habe ich dann eben das Gesicht und die Hände bemalt und auch ein bisschen schattiert. Ein bisschen trocken malen, ein bisschen mit der Nasspalette gearbeitet, je nachdem. Und ja, da bin ich ziemlich zufrieden damit mit dem Ergebnis. Kommt sehr gut raus, finde ich. Es hilft natürlich auch ein bisschen, dass man jetzt so viel Haut und Gesicht sieht an der Figur, aber das, was man sieht, habe ich zumindest nach meinem Können doch ganz anständig ausgearbeitet. Danach habe ich alle Kleidungsstücke bemalt, also die Ärmel vom Hemd, was man eben sieht, die Hose und die Schuhe. Und danach ging es an die Rüstungsteile, also der Helm und diese Lamellenpanzerung, die er eben trägt. Und für diese Panzerung habe ich verschiedene Farben verwendet, zum Teil eben diese Revell Enamel Farben, die ich auch teilweise eben mit Acrylmetallfarben noch überarbeitet habe und schattiert habe. War ein bisschen kompliziert und ist auch nicht ganz so einfach zum Erklären. Der Sinn dahinter war, dass ich eigentlich erreichen wollte, dass diese Metallfarben eben einen richtig schönen Glanz bekommen. Das hat nicht ganz hingehauen. Manche Bereiche sind mir noch ein bisschen zu matt. Über das Thema Metallfarbtöne, gerade wenn es jetzt hier so um so Gold- und Bronzetöne geht, da habe ich ja schon in früheren Videos drüber gesprochen. Ich habe noch nichts gefunden, was mich da 100%ig glücklich macht, aber das Ergebnis hier passt insofern, finde ich schon mal, weil es einfach ein bisschen gealtert aussieht. Also nicht so super glänzend ist, sondern so leicht stumpf ist eben von der Optik her. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz unrealistisch für einen Legionär, der eben gerade auf einem Feldzug ist und vielleicht seine Ausrüstung nicht permanent pflegen kann. Zum Schluss habe ich dann noch alle übrigen Komponenten bemalt, also den Speer und diesen Wurfspeerköcher. Da habe ich auch ein bisschen geschaut, dass die auch so eine leicht gealterte, schmutzige Optik bekommen. Ja, und dann ging es auch schon an den Sockel. Ganz einfach aufgebaut, wie ich das immer mache. Da ist so ein kleiner Holzklotz innen drin. Da wurde oben drauf ein bisschen Styropor geklebt und außenrum das Ganze mit 4 mm starken Balsaholzplatten vertäfelt. Das Ganze habe ich dann entsprechend zugeschnitten, mit Mörtel bestrichen, mit Modelliermasse noch ein bisschen ausgearbeitet. Ja, dann habe ich das noch braun bemalt.
damit dieser terrakottafarbene Untergrund nicht so raussticht. Ja, und dann habe ich wieder meine Dreckmethode verwendet, um eben den Boden zu gestalten. Das ist einfach Erde aus dem Garten und ein paar Steinchen, die ich mit Ponal-Holzleim vermischt habe und noch ein bisschen Wasser dazu habe, damit es ein bisschen streichfähiger wird. Ja, und damit habe ich den Untergrund bestrichen, noch ein paar kleine Steinchen drauf gestreut und ein paar Grasbüschel und Sträucher eingearbeitet. Also ganz simpel, und ich finde, das kommt ganz gut. Der Legionär soll ja an der östlichen Reichsgrenze stationiert gewesen sein, also im heutigen Syrien zum Beispiel oder im Irak. Ja, da kommt es, glaube ich, ganz gut. Und damit der Sockel dann ein bisschen edler aussieht, habe ich die Ränder wie sonst auch schwarz bemalt, einfach mit Acrylfarbe, und hier vorne als Verzierung noch eine römische Münze angebracht. Das ist tatsächlich eine echte römische Münze. Da ist das Konterfei vom Kaiser Caracalla drauf, der eben ja von der Regierungszeit sehr gut zu diesem Legionär passt. Ja, ist jetzt nicht so teuer, die Münze, deswegen ist es, glaube ich, nicht so ganz so schlimm, dass ich das da drauf klebe, zumal ich da ja auch wasserlöslichen Leim verwende, also kann man jederzeit wieder abnehmen. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich gerade in Arbeit habe. Hier seht ihr das T34 und Stuck 3 Diorama, für das ich ja auch den mehrteiligen Baubericht mache, seit einer ganzen Weile schon. Da ist ja über den Sommer nicht so viel vorangegangen, aber mir ist es jetzt endlich mal gelungen, die BMW R12 fertig zu bemalen und zu altern. Da hatte ich mal wieder Lust drauf, sowas zu machen, zumal ja das Modell wegen seiner Größe jetzt auch nicht so ausufernd ist. Also da kann man in 2-3 Stunden auch schon viel schaffen. Ja, deswegen habe ich mir das unlängst mal vorgenommen und natürlich auch für euch gefilmt. Ja, da überlege ich gerade noch, ob ich vielleicht ja, das Motorrad als separates Video bringe für euch, damit ihr von diesem Projekt auch mal wieder was seht im Detail. Muss ich mir nur überlegen. Die nächste Aufgabe wird sein, hier diese ganzen Figuren zu bemalen. Das ist allein schon wegen der Menge an Figuren ziemlich aufwendig. Ja, muss ich mal schauen, vielleicht in der Vorweihnachtszeit oder über Weihnachten, dass ich da mich mal wirklich reinknie und das mal fertig mache. Weil eigentlich fehlt diesem Diorama gar nicht mehr so viel zur Fertigstellung. Ich sage mal, in dem Moment, wo die Figuren fertig sind, ja, ist es eigentlich ein Klacks, weil auf dem Diorama wird jetzt nicht so viel drauf sein, außer Schlamm, ein bisschen Schnee und ein paar Grasbüschel. Also das ist ziemlich simpel eigentlich. Auch das K5E Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35 hat Fortschritte gemacht. Wie ihr sehen könnt, ist der Rohbau jetzt abgeschlossen. Das ganze Ding ist also sozusagen bereit für die Lackierung. Im vorherigen Update haben ja noch einige kleinere Komponenten gefehlt, zum Beispiel die Leitern oder auch diese Generatoreinheit mit dem Kran, Handläufe und so weiter. Das habe ich alles in den letzten Wochen noch zusammengebaut und ergänzt. Auch da ist mir wieder aufgefallen, dass Dragon manche Details falsch verstanden hat, manche weggelassen hat, manche falsch dargestellt hat. Da habe ich, so gut ich konnte, diese Sachen eben korrigiert und ergänzt. War jetzt auch kein Drama, also der Bausatz an sich ist ja wirklich eine gute Basis, und wenn er jetzt so zusammengebaut vor einem steht, auch ziemlich beeindruckend. Also ich habe da unten mal den Panzer IV vom Border Model mal hingestellt, so als Größenvergleich. Also das Teil nimmt eigentlich meine Werkbank komplett ein. Ich werde mich dann demnächst mal auch um das nächste Update-Video kümmern über dieses Projekt. Da muss ich mich aber noch mit dem Fellis Basinonensis ein bisschen unterhalten. Der baut ja auch dieses Eisenbahngeschütz, aber von Trumpeter. Und wir machen da ja immer einen Vergleich, Komponente für Komponente, damit man da eben die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede erkennt von diesen beiden Bausätzen. Ja, da müssen wir uns dann eben noch darauf einigen, wie wir das dann bewerten, diese beiden Bausätze, nach dem, was wir eben auch gesehen haben. Ja,
wird ganz interessant werden, aber ich weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme. Ich denke mal, das ist so ein Video, was eben, ich sag mal, bis zum nächsten Update auf jeden Fall auf euch zukommen sollte. Aber ich weiß nicht, ob es schon nächste Woche ist oder erst in 5 Wochen oder in 7 Wochen. Das weiß ich noch nicht genau. Ja. Lasst euch einfach mal überraschen. Auch mit dem Panzer IV F2 von Border Model ist es ganz gut vorangegangen. Da habe ich mich um die Figuren gekümmert und um den Dioramensockel. Zunächst mal zu den Figuren. Das ist so eine Mischung aus Dragon und Masterbox. Alle Figuren habe ich ein bisschen verändert dahingehend, dass ich allen neue Köpfe verpasst habe. Den meisten Köpfe von Hornet. Die passen ganz gut. Das habe ich in der Vergangenheit in dem Umfang eigentlich noch nie gemacht. Ich habe entweder gleich Resin-Figuren verwendet oder eben Plastikfiguren. Aber dass ich Plastikfiguren mit neuen Resin-Köpfen ebenso durchgehend flächendeckend aufgewertet habe, das ist was Neues. Da habe ich auch gemerkt, dass das wirklich eine sehr effektive Methode ist, um ja aus verhältnismäßig günstigen Figuren wirklich eine Menge rauszuholen, dass sie eben auch wirklich optisch attraktiv werden, weil so eine Figur lebt einfach vom Gesicht. Und ja, da ist Hornet wirklich sehr gut und die haben ja auch eine gewaltige Auswahl an Köpfen für verschiedene Zwecke und Posen und weiß ich was. Deswegen ist das wirklich eine interessante Option und kann ich auch jedem Modellbauer nahelegen, der da vielleicht ein bisschen das gewisse Extra sucht. Dann noch ein paar Worte zum Dioramensockel. Den habe ich in der üblichen Art und Weise gebaut. Unten drunter ist ein Holzbrett. Auf das habe ich dann mehrere Schichten Styroporplatten geklebt in derselben Größe und außenrum den Rahmen habe ich dann mit Balsaholzplatten ebenso verblendet. Da wurden dann die Ecken noch schön zugeschliffen, dass das einfach ordentlich aussieht und dann eben das Geländeprofil entsprechend ausgeschnitten. Da habe ich aber vorher noch die Plastikeisenbahnschienen von T-Model draufgeklebt, damit die auch wirklich genau eben sind. Die Schienen habe ich deswegen verwendet, weil die detailmäßig wesentlich schöner sind wie die Eisenbahnschienen von Dragon oder von Trumpeter. Musste aber feststellen, dass der Kunststoff extrem weich ist. Also der reagiert auch ziemlich schlecht auf Klebstoffe und Schleifen geht auch nicht so gut. Das habe ich nämlich gemerkt, weil ich eben diese Schienen so zugeschliffen habe, dass sie eben genau bündig sind mit dem Rahmen. Und ja, so einen weichen Werkstoff schleifen, das ist irgendwie nicht so gut, weil das schmiert dann so ein bisschen, das macht auch keine schöne Oberfläche. Aber ja, es ging und die Details sind ja wirklich schön. Damit dann das Styropor ein bisschen haltbarer wird und auch alles weitere, was wir da drauf dann befestigen, auch gut hält, habe ich dann eine dünne Schicht Mörtel aufgetragen, auch zwischen den Schwellern der Eisenbahnschienen und dann noch Modelliermasse aufgetragen, um das Gelände noch ein bisschen feiner auszuformen, sage ich mal. Ja, und der Eisenbahnschotter, da habe ich einfach ein paar Steine im Garten gesammelt und ein bisschen Erde noch dazu und das Ganze dann mit Ponal-Holzleim eben entsprechend aufgeklebt. Wird natürlich dann alles zusammen lackiert werden, deswegen ist jetzt auch die Farbgebung von dem Schotter noch nicht relevant. Ja, die Szene an sich wird jetzt nicht so übermäßig kompliziert werden. Also der Panzer IV, der überquert hier gerade den Bahndamm und rückt eben vor Richtung Front. Da ist eben auch ganz nützlich, dass ich das Fahrwerk eben beweglich gehalten habe. Das werde ich demnächst dann auch mal entsprechend eben anpassen und festkleben und dann eben auch die Magic Tracks eben entsprechend positionieren. Ja, und die Figuren, da habe ich 2 Panzersoldaten, einmal den Kommandant und hier noch den Schützen, die eben rausschauen und dann eben 5 Infanteristen, die einen toten Kameraden eben auf der Zeltbahn zurückschleppen. Und ich finde das ganz interessant, dieser Kontrast. Also die einen rücken eben vor und die anderen schleppen sich zurück. Das
Das finde ich relativ dramatisch oder beklemmend so von der Stimmung her. Und ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut zu den wirklich schweren Kämpfen, die es eben im Sommer und Herbst 1942 eben gab für die Division Großdeutschland, was eben diese Szene darstellen soll. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es dann eben an der Südfront spielen soll, also im Sommer, oder dann eher im Herbst im Frontbogen von Reshef. Das muss ich mir nur überlegen, zumal das ja auch eine Rolle spielt, wie ich den Panzer IV dann am Ende lackieren werde. Ich denke auch, dass das ein Projekt sein wird, auf das ich mich in den nächsten Wochen ein bisschen fokussiere und vielleicht sogar komplett durchziehe und fertigstelle. Müssen wir mal schauen, weil im Prinzip ist jetzt eigentlich alles fast schon bereit zur Lackierung, und sobald das dann der Fall ist, werde ich dann auch relativ zügig loslegen. Und dann habe ich auch noch ein neues Projekt angefangen, und zwar den 40M Nimrod von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Den Bausatz habe ich schon vor einer Weile mal in dem Video detailliert vorgestellt. Beim Zusammenbau haben sich dann auch alle kleineren Tücken des Bausatzes bestätigt, aber es gab auch noch ein paar weitere Tücken, zum Beispiel hier hinten am Übergang von der Motorpanzerung zum Aufbau. Da entsteht so eine kleine Lücke auf beiden Seiten und ich weiß nicht warum. Also da gehört kein Teil hin, da ist auch nichts. Ich vermute, der Bausatz ist einfach so. Ja, ist jetzt auch nicht so schwierig, das zu beseitigen. Aber ja, ist ein bisschen komisch, muss man auf jeden Fall drauf achten. Ja, über die Ketten habe ich ja in der Bausatzbesprechung mich schon ausgelassen. Die sind nahezu nicht baubar, deshalb habe ich sie ersetzt durch Metallketten von Friul. Die sind jetzt, weil sie wirklich so fragil sind, auch nicht leicht zu montieren, aber ja, macht auf jeden Fall mehr Freude, als diese ganzen Plastikkettenglieder des Bausatzes nachzubearbeiten. Eine weitere Änderung betrifft das Kanonenrohr. Das Plastikrohr im Bausatz ist vollkommen in Ordnung, aber ich habe mir einfach so aus Gründen, nehme ich mal an, von Chaton Modellbau ein Messingrohr gekauft, und nachdem ich das schon rumliegen hatte, wollte ich es dann auch verwenden. Das ist detailmäßig dem Plastikteil eigentlich in keiner Weise überlegen, aber ja, wenn ich das Rohr schon habe, dann kann man es ja auch verwenden. Das Ganze soll auch ein Diorama bekommen am Ende. Da schwebt mir eine herbstliche oder winterliche Szene vor. Da habe ich mir hier auch schon 3 Figuren vorbereitet. Die sind alle von The Body, Resinfiguren. Und die sind jetzt von der Kleidung her eher dicker angezogen. Würde also für eine winterliche Szene oder für eine spätherbstliche Szene sich ganz gut eignen. Cool wäre wirklich, den Nimrod in der Wintertarnung zu haben. Was aber ein bisschen schade wäre, weil ich eigentlich für dieses typische ungarische Tarnschema eben diese Farben von Hataka verwenden möchte. Da habe ich ein Farbset dafür. Und da möchte ich eigentlich dann nicht das Ganze wieder zudecken mit einer Wintertarnung. Das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, den muss ich noch für mich selber einfach klären, wie ich es dann definitiv haben möchte. Also ja, lasst euch einfach mal überraschen, wie es damit weitergeht. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt an, welche Bausätze ich mir noch so zugelegt habe seit dem letzten Update.
eine sehr breite Streuung bei der Themenwahl. Dioramenszubehör kann man immer brauchen, Figuren kann man immer brauchen. Das sind alles so Dinge, wo ich auch einfach gerne aus dem Vollen schöpfe. Deswegen ist da das Lager sowieso immer reichlich gefüllt und wird auch zunehmend mehr gefüllt. Ja, und dann habe ich mir aber auch noch ein paar Fahrzeugbausätze zugelegt, zum Beispiel von Bronco den Comet. Der ist auch momentan gar nicht so leicht zu bekommen, aber wenn man gewisse Connections hat und ein bisschen Hilfe bekommt, dann kann man den Bausatz auch irgendwo auftreiben. Da ist mein Plan zum Beispiel, dass ich ein kubanisches Fahrzeug mache. Ein finnisches wäre auch interessant, aber ein kubanischer Comet, das hat irgendwie was. Würde ich gerne mal machen. Ja, und dann habe ich mir natürlich auch von Das Werk diesen Anhänger geholt, nachdem ich ja im vorherigen Update diese Plane dafür gezeigt hatte, die ich vom Dieter bekommen habe, von Bolt Division. Muss ich natürlich auch diesen Hänger irgendwie auftreiben, damit es dann irgendwie zusammenpasst. Dann möchte ich euch zum Schluss noch einen kleinen Ausblick geben auf die Sachen, die euch erwarten in den nächsten Wochen, worauf ihr euch freuen könnt. Ich habe schon einige Videos vorbereitet, die dann eben so rauskommen werden. Zum Beispiel eine Bausatzbesprechung vom Tasca Asuka Panzer II L Lux. Habe ich deswegen gemacht, weil da jetzt auch von einem anderen Hersteller demnächst mal ein neuer Bausatz erscheinen soll. Und da ist es vielleicht auch durchaus mal lohnenswert, sich anzuschauen, welche Bausätze es schon gibt von so einem Fahrzeug und wie die eigentlich qualitativ sind, damit man dann wirklich definitiv sieht, ob der neue Bausatz auch wirklich besser ist. Weiterhin habe ich dann noch ein sehr unterhaltsames Video für euch gemacht, hoffe ich zumindest. Ich habe in den letzten Jahren immer so die ganzen Kommentare gesammelt, wo Leute mich irgendwie beleidigen oder ärgern wollen. Kann vielleicht auch mal ganz unterhaltsam sein, sich das anzuschauen. Und natürlich das Wichtigste, ich werde jetzt dann auch wieder eine virtuelle Online-Modellbaumesse veranstalten, und zwar die Video Model Show, genauso wie letztes Jahr. Da kommt dann jetzt in den nächsten Wochen auch wieder das Ankündigungsvideo auf euch zu, wo ich das Ganze dann genau erkläre, wie die Teilnahmebedingungen sind und so weiter. Auf das Thema haben mich auch viele Leute immer wieder angesprochen, ob ich das auch wieder machen werde. Also das kam anscheinend wirklich gut an und natürlich möchte ich das auch wieder machen. Da hat jeder was davon, das macht Spaß. Man sieht auch einfach, was die Leute so zu Hause arbeiten, was sie da für tolle Modelle bauen und das mit der Welt teilen. Ja, genau. Da werdet ihr dann eben das Ankündigungsvideo sehen und dann werde ich es eben erklären, wie es läuft. Wird im Grunde genauso sein wie letztes Jahr. Deswegen keine Überraschungen zu erwarten. Nur eben von mir jetzt die Ankündigung, dass ich diese virtuelle Ausstellung wieder machen werde. Alles klar, dann seid ihr jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Ich hoffe, ihr fandet dieses Kanal-Update interessant und unterhaltsam und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.